Die Morgendämmerung bricht über der afrikanischen Savanne an und enthüllt eine Welt, in der das Überleben niemals sicher ist. Hier liefern sich Raubtiere und Beute ein endloses Rennen gegen die Zeit, wobei jeder Schritt über Leben und Tod entscheiden kann. Wer wird in diesem brutalen Kreislauf noch stehen, wenn die Sonne untergeht? Wer wird auf dieser Savanne überleben? Auf diesem Land trägt jedes Lebewesen seine eigene Überlebensgeschichte in sich. Manche sind geborene Jäger, manche überleben dank ihrer Schnelligkeit und andere müssen von ihren ersten Tagen an inmitten von Gefahren aufwachsen. Ich bin ein afrikanischer Wildhund, geboren in einem der reichsten und rauesten Ökosysteme der Erde. Von klein auf spürte ich, dass jedes Lebewesen hier Teil eines Überlebenskreises ist, der niemals aufhört, sich zu drehen. Ich wurde zu Beginn der Trockenzeit geboren, wenn die Savanne ihre Farbe zu wechseln beginnt. Das Gras ist nicht mehr saftig grün, sondern verblasst zu einem blassen Gelb und der Boden verhärtet sich unter den unaufhörlichen Schritten unzähliger Tiere. Ich bin erst wenige Monate alt, mein Körper noch klein, meine Beine noch nicht lang genug, um mit den Ausdauerläufen der Erwachsenen mitzuhalten. Doch meine Augen haben sich bereits einer weiten Welt geöffnet, die ich so noch nie gesehen habe. Von dem Moment an, als ich lernte, sicher zu stehen, verstand ich, dass ich nicht allein lebe. Um mich herum ist meine Familie, mein Rudel, die Wärme der Körper, die sich jede Nacht eng aneinander schmiegen. Wir haben keine feste Höhle, keine klaren Grenzen. Unser Dach ist der weite afrikanische Himmel und unser Boden ist die Savanne, die sich bis dorthin erstreckt, wo das Land auf den Horizont trifft. Meine Familie ist ein Rudel afrikanischer Wildhunde, Raubtiere mit charakteristischem geflecktem Fell, von denen kein Exemplar dem anderen gleicht. Braune, schwarze, gelbe und weiße Flecken verflechten sich auf unseren Körpern, als hätte die Savanne selbst jeden von uns bemalt, damit wir uns besser tarnen können, während wir uns durch hohes Gras und staubiges Buschwerk bewegen. Wir haben große, abgerundete Ohren, die aufrecht stehen, um entfernte Geräusche zu auffangen. Lange, schlanke Beine, die eher auf Ausdauer als auf plötzliche Schnelligkeitsschübe ausgelegt sind. Und schlanke, doch kräftige Körper, optimiert für Jagden, die kilometerweit dauern können. Afrikanische Wildhunde verlassen sich nicht auf individuelle Stärke. Wir verlassen uns auf Koordination und Disziplin innerhalb des Rudels. Zusammenhalt ist alles, denn in der Savanne hat ein Einzelgänger fast keine Überlebenschance.
Heute ist ein besonderer Tag. Zum ersten Mal darf ich dem gesamten Rudel auf einer richtigen Jagd folgen. Unsere Beute ist eine Herde Impalas, die am Waldrand grast. Meine Familie beginnt sie von allen Seiten zu umzingeln, und als die Entfernung immer geringer wird, ist der Moment gekommen. Die Jagd beginnt. Kaum ist das Impala zusammengebrochen, noch bevor sich der Staub gelegt hat, erbebt die Savanne durch ein anderes Geräusch. Aus der Ferne tauchen niedrige Gestalten mit breiten Schultern und mächtigen Kiefern auf. Gackerndes Gelächter hallt durch die heiße, trockene Luft. Die Hyänen sind da. Sie jagen nicht, sie warten. Sie glauben, dass ihre schiere Anzahl ausreicht, um anderen die hart erkämpfte Beute zu rauben. Doch diesmal haben sie sich verrechnet und meine Familie wich nicht zurück. Das gesamte Rudel formierte sich sofort neu, bildete eine einzige geschlossene Front und wandte sich gemeinsam den Hyänen zu. Nach einer kurzen Pattsituation zogen sich die Hyänen zurück und ließen die Beute für meine Familie unversehrt zurück. Das war der erste Moment, in dem ich die Bedeutung des Lebens im Rudel wirklich verstand. In dieser Savanne kommt Stärke nicht nur von Zähnen oder Krallen, sondern von Einheit, Disziplin und Vertrauen unter den Mitgliedern. Und genau dieses Band hat es meiner afrikanischen Wildhundfamilie ermöglicht, unter so vielen anderen Raubtieren zu überleben. Nach der Mahlzeit zog mein Rudel weiter, während der Geruch von Blut langsam im heißen Wind verflog. Die Savanne kehrte zu ihren vertrauten, trockenen Gelbtönen zurück. Doch es war alles andere als still. In der Ferne tauchten die kompakten Silhouetten von Thomson-Gazellen inmitten des niedrigen Grases auf. Sie stehen in verstreuten Gruppen, gerade weit genug voneinander entfernt, um sich gegenseitig im Blick zu behalten.
Ihre kleinen Körper, schlanken Beine, hellbrauner Rücken, weiße Bäuche und ein schwarzer Streifen entlang jeder Flanke machen sie leicht von anderen Gazellenarten zu unterscheiden. Ihre Köpfe sind zum Grasen gesenkt, doch ihre Ohren bleiben aufrecht und ihre Augen scannen ständig die Umgebung. Thomson-Gazellen leben in ständiger Fluchtbereitschaft. Bei der geringsten Bewegung springen die gesamte Gruppe in die Luft, wechseln wiederholt die Richtung und zerstreuen sich dann schnell. Diese vertikalen Sprünge sind nicht nur eine Fluchtstrategie, sondern auch eine Demonstration ihrer Fitness, die Raubtieren signalisiert, dass sie nicht leicht zu fangen sind. Sie sind Beute für viele Arten in der Savanne. Löwen, Leoparden, Gekaden, Wildhunde und sogar Raubvögel. Aus diesem Grund wählen sie kurzgrasige Ebenen, stehen in verschiedene Richtungen und bleiben selten lange an einem Ort. Während der Paarungszeit stoßen die Männchen mit den Hörnern zusammen, um kleine Revierstücke zu verteidigen. Diese Konfrontationen sind kurz, gerade lang genug, um die Rangordnung festzulegen, ohne sich in die Länge zu ziehen. Ich beobachte sie, während mein Rudel weiterzieht. Wenn meine Familie durch Koordination und Ausdauer überlebt, dann überleben Thomson-Gazellen durch Schnelligkeit und Wachsamkeit. Jede Art in der Savanne hat ihre eigene Art zu überleben, und ihre besteht darin, zu rennen, bevor die Gefahr Zeit hat, näher zu kommen. Hinter mir lasse ich die ständige Bewegung der Thomson-Gazellen zurück und die Savanne öffnet sich zu einem langsameren Rhythmus. In der Ferne heben sich die hoch aufragenden Gestalten der Giraffen vom Himmel ab, regungslos wie lebende Landmarken in einem Meer aus gelbem Gras. Sie sind die größten Tiere der Savanne. Ihre langen Hälse ermöglichen es ihnen, die Akazienkronen zu erreichen, die für andere Arten unerreichbar sind, während ihre langen Beine ihnen eine bessere Sicht als allen anderen verschaffen. Große, kräftige Herzen pumpen Blut hinauf zu ihren hoch aufragenden Köpfen und halten diese massiven Körper in der intensiven Hitze stetig am Laufen. Giraffen sind sanftmütig und selten in Eile. Sie fressen langsam und bewegen sich langsam, doch sie dienen als Wächter der Ebenen. Wenn eine ganze Gruppe den Kopf hebt, um in dieselbe Richtung zu blicken, wird auch die umliegende Savanne wachsam, denn Gefahr wird oft von oben entdeckt, bevor sie jemand anderes sieht. Während der Paarungszeit wird diese Ruhe unterbrochen. Männchen schwingen ihre Hälse in Halskämpfen gegeneinander, um den Zugang zu den Weibchen zu konkurrieren.
Jeder heftige Schlag hallt über die weite Fläche, nicht um einen Gegner zu töten, sondern um Stärke und Status zu demonstrieren. Ich blicke zu diesen Hälsen hinauf, die sich gegen den blauen Himmel erheben, und spüre deutlich den Unterschied darin, wie diese Spezies überlebt. Wenn Gazellen von Reflexen und Geschwindigkeit leben, dann bestehen Giraffen durch ihre Größe, ihre Sehkraft und ihre Gelassenheit. In der Savanne muss nicht jeder rennen. Manche überleben dadurch, dass sie höher stehen als alle anderen. Nachdem wir die Giraffen hinter uns gelassen haben, zieht meine Familie weiter über die offenen Graslandschaften. Mehrere Tage vergehen ohne größere Jagd, doch die Savanne ist alles andere als ruhig. Das gesamte Rudel beobachtet die Umgebung noch aufmerksamer, deutet den Wind, liest Spuren und verweilende Gerüche auf dem trockenen Boden. Am Horizont taucht eine Herde Gnus auf, wie ein dunkler, sich bewegender Streifen. Meine Familie hält Abstand, bewegt sich parallel dazu und wartet auf die kleinste Lücke. Ein Kalb wird von der Herde getrennt, fällt zurück und wird zum einzigen Ziel. Als die Jagd beginnt, fächert sich das Rudel auf und schneidet der Beute die Fluchtwege ab. Am Ende bricht das Tier zusammen und die umliegende Savanne bleibt still. Keine Hyänen tauchen auf, keine Rivalen kommen, um die Beute zu anfechten. Meine Familie frisst in der gewohnten Reihenfolge. Während die Sonne tiefer sinkt, legt sich das Rudel im Gras zur Ruhe. Ich rolle mich eng an vertraute Körper, spüre, wie sich die Wärme ausbreitet. In der Savanne ist der Zusammenhalt des Rudels der entscheidende Faktor fürs Überleben. Da ich Tag für Tag mit dem Rudel lebe, verstehe ich allmählich, dass ich nicht nur Eltern habe, sondern auch viele Brüder und Schwestern. Wir werden zur gleichen Zeit geboren, wachsen im gleichen Rhythmus auf und lernen, wie man überlebt, indem wir einander beobachten. Doch mir wird auch bewusst, dass die Savanne, in der ich aufwachse, nicht mehr dieselbe ist wie früherer Generationen.
Vertraute Graslandschaften schrumpfen. Die Wege des Rudels werden zunehmend von fremden, offenen Flächen durchschnitten, wo der Geruch von Menschen, Vieh und Staubwolken den natürlichen Duft des Windes übertönt. Afrikanische Wildhunde brauchen weite Flächen zum Laufen und Jagen. Wenn die Landschaft zerschnitten ist, zerfallen Rudel leichter, Welpen kämpfen ums Überleben und die langen Ausdauerjagden, die größte Stärke unserer Art, lassen sich schwerer durchführen. Krankheiten von Haushunden, Konflikte mit Menschen und der Rückgang der Beutetiere verringern stetig unsere Zahl. Ich bin noch zu jung, um all das vollständig zu verstehen, aber ich spüre die Veränderung in den längeren Wanderungen, den selteneren Ruhepausen und den vorsichtigeren Blicken der Erwachsenen. Die Welt um mich herum ist immer noch weit, aber nicht mehr endlos, wie ich einst glaubte. Während ich jeden Tag ein wenig größer werde, wird mir die Welt um meine Familie herum immer klarer. In der Savanne geht es nicht nur um die Jagd und lange Läufe. Es ist ein Ort, an dem viele Arten zusammenleben, von denen jede ihren eigenen Spuren auf dem Boden, im Wind und in meiner Erinnerung hinterlässt. In den tief liegenden Gebieten nahe den Wasserstellen erscheinen afrikanische Elefanten wie wandelnde Hügel. Sie bewegen sich langsam. Ihre massigen Körper lassen den Boden bei jedem Schritt leicht erbeben. Elefanten bahnen sich Wege durch dichtes Gestrüpp, brechen Äste ab und schaffen Freiflächen, auf denen junges Gras wachsen kann. Die Spuren, die sie hinterlassen, dienen nicht nur ihnen selbst, sondern der gesamten Savanne. Doch jetzt sehe ich sie seltener. Elefantenherden ziehen weiter fort und meiden Orte mit ungewohnten Gerüchen, an denen Geräusche, die nicht zur Natur gehören, immer häufiger zu hören sind. Weiter entfernt sind Kappbüffel. Sie versammeln sich in dichten Herden mit gebogenen Hörnern und undurchschaubaren Augen. Selbst Löwen müssen vorsichtig sein, wenn sie ihnen gegenüberstehen. Kappbüffel überleben durch ihre kollektive Stärke und stehen immer dicht beieinander, wenn Gefahr droht. Doch die weiten Graslandschaften, die sie einst ernährten, schrumpfen allmählich, was die Herden zwingt, weiterzuziehen und größere Risiken einzugehen. Auf dem Boden, inmitten dieser massiven Fußspuren, befinden sich Perlhühner. Sie sind klein und schnelle Läufer, die oft im Handumdrehen auftauchen und wieder verschwinden.
Doch ich habe gelernt, dass ihre Rufe oft die ersten Warnsignale für die gesamte Savanne sind. Wenn Perlhühner erschrecken und davonfliegen, werden auch viele andere Arten alarmiert. Dennoch werden ihre Rückzugsorte immer weniger und die sicheren niedrigen Graslandschaften erstrecken sich nicht mehr so weit wie einst. Es gibt Arten, die uns ähnlicher sind, wie zum Beispiel die Schabrackenschakale. Sie sind wendig, leben in Paaren oder kleinen Gruppen und passen sich gut an viele verschiedene Umgebungen an. Sie können nicht mit der Ausdauer afrikanischer Wildhunde laufen, aber sie sind klug und geduldig. Während sich die Umwelt verändert, gehören sie zu den wenigen Arten, die sich leichter behaupten können, während meine Familie weite, offene Flächen und Ruhe braucht, um unserer Natur entsprechend zu leben. Allmählich wird mir klar, dass nicht nur meine Art zu kämpfen hat. Viele Tiere in der Savanne sind gezwungen, ihre Lebensweise zu ändern. Wanderrouten werden abgeschnitten, Wasserquellen werden unberechenbar, der Beutetierbestand geht zurück und ungewohnte Gerüche überlagern zunehmend den vertrauten Duft des Windes. Jede kleine Veränderung breitet sich im gesamten Ökosystem aus und erreicht uns alle. Die afrikanische Savanne war einst ein Ort, an dem jede Art ihren Platz fand. Diese Vielfalt schuf ein empfindliches Gleichgewicht, das es dem Land ermöglichte, zur Wiege der Tierwelt zu werden. Heute jedoch ist dieses Gleichgewicht zerbrechlicher denn je. Ich wachse weiter im Rudel auf und beobachte und lerne aus den Vorgängen um mich herum, wie man überlebt. Allmählich verstehe ich, dass meine Geschichte nicht nur die Geschichte einer afrikanischen Wildhundfamilie ist, sondern Teil eines viel größeren Ganzen. Eines, in dem jede Art in der Savanne sich anpassen muss, um nicht zurückgelassen zu werden. Jeder Tag zeigt mir, dass kein Leben isoliert existiert. Meine Familie ist auf Beute angewiesen, die Beute ist auf Gras angewiesen und Gras wächst nur, wenn der Boden und Wasser noch genährt werden. Alles ist in einem zerbrechlichen Netz miteinander verbunden, in dem jede Art, ob so groß wie ein Elefant oder so klein wie ein Vogel, eine unersetzliche Rolle spielt. Doch die Savanne verändert sich. Vertraute Landschaften verschwinden langsam, alte Pfade werden zerschnitten und die Wege werden länger und gefährlicher. Nicht nur meine Familie, sondern auch viele andere Arten sind gezwungen, ihre Lebensweise anzupassen, als Reaktion auf Veränderungen, die mit jedem Tag sichtbarer werden. Die Welt jenseits der Savanne liegt noch außerhalb meines Verständnisses.
Ich weiß nur, dass das Leben in der Savanne weitergehen kann, solange der Himmel klar bleibt, das Gras weiter wächst und die alten Pfade noch nicht ausgelöscht sind. Und solange diese Kreisläufe des Überlebens erhalten bleiben, hat die Savanne noch eine Chance zu bestehen. Eines Tages werde ich erwachsen sein und an der Spitze des Rudels laufen. Doch diese Zukunft hat nur dann einen Sinn, wenn dieses Land groß genug bleibt, damit alle Arten nebeneinander existieren können. Denn solange die Savanne erhalten bleibt, werden die Geschichten vom Leben hier weitererzählt werden. Die afrikanische Savanne ist ein stiller Schlachtfeld. Wildhunde und Hyänen liefern sich heimliche Kämpfe um Nahrung, während Kappbüffel bereit sind, sich den Reißzähnen der Löwen zu stellen, um ihre Herden und ihr eigenes Überleben zu schützen. Welche Spezies wird inmitten dieses rauen Wirbelsturms die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit besitzen, um zu überleben? Wildhunde und Hyänen. Der Kampf in der afrikanischen Savanne. Die Morgendämmerung breitet sich allmählich über die afrikanische Savanne aus und taucht das trockene Land in das blassgoldene Licht eines neuen Tages. Die Hitze flimmert in der Ferne und lässt die Luft zittern, was auf einen harten Tag hindeutet. Im dünnen Morgennebel erwacht eine Familie afrikanischer Wildhunde, Lycaon pictus. Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren leben Wildhunde nicht alleine. Sie überleben dank ihrer außergewöhnlichen sozialen Bindung, bei der das gesamte Rudel als ein einziger Organismus agiert. Jedes einzelne Tier hat eine bestimmte Aufgabe, von Spähern und Jägern bis hin zu Betreuern der Welpen. An der Spitze des Rudels stehen Kito, das ruhige und erfahrene dominante Männchen, und Naya, das herrschende Weibchen, der reproduktive Kern und das verbindende Zentrum der gesamten Familie. Bei Wildhunden darf sich nur das dominante Paar fortpflanzen. Die übrigen Mitglieder akzeptieren, dass sie auf Elternschaft verzichten, um Stabilität und das Überleben des gesamten Rudels zu gewährleisten. Sie sind bereit zu hungern und auf Futter zu verzichten, um die Welpen von Kito und Naya zu ernähren. Eine Form von Opfer, die in der Tierwelt selten zu finden ist. Der Körper des Wildhundes ist für das Laufen gebaut. Dank ihres schlanken Körperbaus und langen Beinen können sie über viele Kilometer hinweg ihre Geschwindigkeit beibehalten, ohne zu ermüden. Ihre großen, abgerundeten Ohren sorgen nicht nur für ein extrem scharfes Gehör, sondern helfen auch, unter der afrikanischen Sonne Wärme abzuleiten.
Ihr geflecktes Fell in Schwarz, Gelb und Weiß, kein Individuum gleich dem anderen, ist wie eine einzigartige Signatur, die ihnen die Natur verliehen hat. Heute macht sich das Rudel auf die Jagd. Es gibt kein Brüllen, keine plötzlichen Hinterhalte. Sie jagen mit Ausdauer. In der Ferne taucht eine Herde Impalas auf, schnell, wachsam und zu den schwierigsten Beutetieren der Savanne gehörend. Die Verfolgung beginnt. Die Jagd endet schnell, präzise und effizient. Doch bevor sie mit dem Fressen beginnen können, taucht eine neue Gefahr auf. Aus der Ferne nähern sich niedrige, schwere Gestalten. Schrilles Lachen durchdringt die stille Luft. Gefleckte Hyänen haben den Geruch von Blut wahrgenommen. Sie sind zahlreicher, stärker und haben Kiefer, die mächtig genug sind, um Knochen zu zermalmen. Nach einigen angespannten Minuten zögert der Hyänenclan. Das schrille Lachen verklingt in der Ferne. Sie ziehen weiter, auf der Suche nach einer leichteren Beute. Die Wildhunde behalten ihre Beute. In der wilden Welt beruht der Sieg der Wildhunde nicht auf individueller Stärke, sondern auf Disziplin und Gemeinschaftsgeist. Als die Sonne höher steigt, beginnt die Hitze die Savanne zu bedecken. Im spärlichen Schatten der Akazienbäume zieht sich die Wildhundfamilie nach der morgendlichen Jagd zurück, um sich auszuruhen. In der Ferne wird der Himmel plötzlich unruhig.
Aus dichten Büschen und dichten Akazienkronen fliegen Rotschnabel-Ammenvögel Quelea quelea auf einmal davon. Sie sind klein, aber außerordentlich zahlreich und die am häufigsten vorkommende Wildvogelart auf dem Planeten. Sie leben und bewegen sich in riesigen Schwärmen, wobei ihre Stärke nicht in einzelnen Vögeln liegt, sondern in ihrer Anzahl und ihrer engen Koordination. Rotschnabel-Wimpelvögel haben kleine Körper und kurze, kräftige Schnäbel, die perfekt für die Ernährung mit Grassamen und Getreide geeignet sind. Sie nisten gemeinschaftlich in Büschen oder niedrigen Akazienbäumen, sicheren Orten, um während der Brutzeit ihre Küken aufzuziehen. Aus diesem Grund wird das Gebiet um die Nistplätze zu einem Territorium, das um jeden Preis verteidigt werden muss. Nicht weit entfernt nähert sich eine Herde afrikanischer Elefanten. Mit ihrer ungeheuren Größe kann einziger Schritt Äste brechen und Nester und Eier zerstören. Für Rotschnabel-Wimpelvögel sind Elefanten keine Raubtiere, aber sie sind eine ernsthafte Bedrohung für ihre Fortpflanzung. Plötzlich stürzt sich die gesamte Schar in die Tiefe. Tausende von Vögeln bilden wirbelnde schwarze Wolken am Himmel und stürzen sich wiederholt auf die Elefanten. Dies ist kein Angriff mit Tötungsabsicht, sondern eine gezielte Belästigungsstrategie. Ständig gestört, schütteln die Elefanten ihre Höpfe, schwingen ihre Rüssel und ändern die Richtung. Sobald die Bedrohung nachlässt, kehren die Rotschnabel-Wimpelvögel schnell in die Baumkronen zurück und der Himmel wird wieder ruhig, als wäre nichts geschehen. In der afrikanischen Savanne können selbst die kleinsten Lebewesen ihr Territorium verteidigen, wenn sie wissen, wie sie zusammenarbeiten müssen. Die Macht der Rotschnabel-Wimpelvögel kommt jedoch nicht nur in der Wildnis zum Ausdruck. Wenn ihre Zahl die Kontrollschwelle überschreitet, werden diese kleinen Vögel zu einer der schwerwiegendsten landwirtschaftlichen Katastrophen Afrikas. Riesige Schwärme können innerhalb weniger Stunden ganze Felder mit Reis, Hirse oder Mais abfressen, wodurch kahle Flächen zurückbleiben und die Bauerngemeinden zu Ernteausfällen gezwungen werden. Unter dem Druck der Ernährungssicherheit haben viele afrikanische Regierungen Rotschnabel-Wimpelvögel als gefährliche Schädlingsarten eingestuft. Seit Jahrzehnten ist es gängige Praxis, Pestizide an Nistplätzen und in Gebieten mit hoher Konzentration einzusetzen, um ihre Zahl schnell zu reduzieren. Die chemische Ausrottung betrifft jedoch nicht nur Rotschnabel-Wimpelvögel. Pestizide schaden auch anderen Vogelarten und nützlichen Insekten und verunreinigen Boden- und Wasserquellen. Diese Auswirkungen können lange anhalten und das ökologische Gleichgewicht ganzer Regionen beeinträchtigen. Heute wirft die Herausforderung durch Rotschnabel-Wimpelvögel eine entscheidende Frage auf.
Wie kann man Ernten schützen, ohne die Natur zu zerstören? Anstatt sich ausschließlich auf die Ausrottung zu verlassen, wenden sich viele Länder nachhaltigeren Lösungen zu, die ökologisches Management mit Veränderungen in der Landwirtschaftspraxis verbinden. Inmitten der Hitze, die die Savanne fest im Griff hat, tauchen am Horizont riesige Silhouetten auf. Sie bewegen sich langsam und hinterlassen lange Staugspuren. Afrikanische Elefanten, Loxodonta africana, die größten Landtiere der Welt. An der Spitze der Herde steht eine alte Elefantenkuh, die wahre Anführerin der Gruppe. Elefanten leben in matriarchalischen Gesellschaften, in denen Erfahrung und Gedächtnis wertvoller sind als reine Kraft. Im riesigen Gehirn dieser Matriarchen befindet sich eine lebende Karte der Savanne. Jedes ausgetrocknete Flussbett, jede Wasserstelle, die unter Schichten trockener Erde verborgen ist. Die Trockenzeit zwingt die Herde, weitere Strecken zurückzulegen. Wasser wird zu einer Frage des Überlebens. Dank ihres Langzeitgedächtnisses können Elefanten Wasserquellen wiederfinden, die seit vielen Jahren existieren. Wenn nötig, graben sie mit ihren Rüsseln und Stoßzähnen tief in den Boden, um Grundwasser an die Oberfläche zu bringen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für unzählige andere Arten. Auf ihrer Reise werden Elefanten ungewollt Architekten des Ökosystems. Elefanten vermehren sich langsam. Ein Weibchen trägt sein Kalb 22 Monate lang, die längste Tragzeit unter den Tieren. In den ersten Tagen nach der Geburt ist sie immer von anderen Weibchen der Herde umgeben, geduldigen Tanten, die sie beschützen und bei jedem Schritt begleiten. Diese Bindung ist das Fundament der Elefantengesellschaft. Sie trauern um ihre Toten, erinnern sich an Feinde und geben ihr Wissen von einer Generation an die nächste weiter. Bei Einbruch der Dämmerung nähert sich die Herde einer Wasserquelle. Das Geräusch spritzender Rüsseln und in den Schlamm versinkender Füße verschmilzt mit der stillen Landschaft. Die heutige Reise geht zu Ende, aber die Wanderung wird weitergehen, bis die Regenzeit zurückkehrt. In der rauen Savanne tun afrikanische Elefanten mehr als nur überleben. Sie erinnern sich, sie führen und sie erhalten das Leben in diesem weiten Land. Die Dämmerung bricht über der afrikanischen Savanne herein. Die rote Sonne sinkt langsam unter den Horizont und nimmt die Hitze des Tages mit in die kühle Abendelle. Wenn das Licht schwindet, erwachen die Raubtiere. Eine Löwenfamilie verlässt ihren Ruheplatz. Ihre hellgoldenen Körper gleiten tief durch das versenkte Gras und verschwinden fast in der sonnenuntergangsfarbenen Landschaft.
Für Löwen ist dies der ideale Moment zum Jagen, wenn die Dunkelheit ihre Bewegungen zu verbergen beginnt und die Beute nach einem langen Tag erschöpft ist. Löwen leben in einer unter Großkatzen seltenen sozialen Struktur. Verwandte Löwinnen bilden den Kern der Jagdgruppe und koordinieren sich durch Erfahrung und Instinkt. Das Männchen mit seiner dichten Mähne folgt dicht hinterher, übernimmt die Rolle des Territorialwächters und ist bereit, einzugreifen, wenn die Situation gefährlich wird. Das Ziel dieser Nacht ist eine Herde Kappbüffel, die sich auf den Weg zu ihrem Nachtquartier macht. Es handelt sich um eine große, kräftige und äußerst riskante Beute. Aber wenn es gelingt, ein einzelnes Tier zu erlegen, kann die gesamte Löwenfamilie viele Tage lang satt werden. Die Löwinnen verteilen sich in einer Halbmondformation und verringern allmählich den Abstand. Der Wind ist günstig, die Büffel bewegen sich weiter vorwärts. Plötzlich beginnt ein Büffel am Rand der Herde langsamer zu werden. Der Angriff beginnt. Aber der Kappbüffel ist alles andere als unbevorreitet. Die Löwenfamilie ist gezwungen, sich zurückzuziehen. Eine direkte Konfrontation mit Kappbüffeln ist ein Spiel um Leben und Tod. Ein gut platzierter Angriff kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Die Löwen verteilen sich und ziehen sich langsam zurück, ohne jemals den Rücken zu kehren, und akzeptieren das Ende der Jagd. Die Dämmerung bricht herein, als sich der Staub legt. Die Büffelherde behält ihre Formation und setzt ihre Reise fort. Die Löwen sehen sich erneut mit der harten Regel der Savanne konfrontiert: Nicht jede Beute kann erlegt werden. Ein neuer Tag beginnt. Das frühe Sonnenlicht breitet sich über dem noch taufeuchten Gras aus und erweckt eine Welt, die sich nach der langen Nacht verändert. Während die großen Raubtiere nach Orten zum Ausruhen suchen, beginnt eine andere Spezies ihren Tag auf ruhigere, aber nicht weniger unerbittliche Weise.
Aus einem flachen Bau kommt der Honigdachs, Mellivora capensis, hervor. Im Vergleich zu vielen anderen Bewohnern der Savanne ist der Honigdachs zwar klein, aber er hat einen Ruf, der weit über seine Größe hinausgeht. Er ist eines der zähesten Tiere der Welt und hat sich so entwickelt, dass er Gefahren eher konfrontiert, als ihnen ausweicht. Sein Körper ist niedrig, kompakt und flexibel. Dank seiner dicken, losen Haut kann sich der Honigdachs selbst dann noch drehen, wenn er von einem Angreifer festgehalten wird. Ein entscheidender Vorteil im Kampf gegen größere Raubtiere. Seine langen, kräftigen Vorderklauen sind zum Graben gebaut und ermöglichen ihm den Zugang zu Nahrung, die tief unter der Erde verborgen ist. Der Honigdachs ist ein Allesfresser und der Morgen ist die ideale Zeit für die Nahrungssuche. Er schnüffelt am Boden, dreht Steine um, gräbt in Termitenhügeln, jagt Nagetiere und sucht nach Vogeleiern. Was den Honigdachs auszeichnet, ist seine Fähigkeit, giftigen Schlangen entgegenzutreten. Honigdachse leben allein. Sie leben nicht in Rudeln und haben kein festes Revier. Sie durchstreifen weite Gebiete und verlassen sich auf ihr Gedächtnis und ihre Erfahrung, um Nahrungsquellen zu finden. Wenn ein Honigdachs bedroht wird, flieht er nicht. Er sträubt sein Fell, knurrt und ist bereit zum Gegenangriff. Eine Strategie, die viele Raubtiere dazu zwingt, das Risiko zu überdenken. Der Morgen vergeht und der Honigdachs zieht weiter, hinterlässt Krallenspuren im Boden und frische Grabungen. Die Sonne steigt höher. Der Morgen in der afrikanischen Savanne wird lebhafter. Zwischen niedrigen Büschen sind schnelle und flüchtige Bewegungen zu sehen. Mangusten. Mangusten sind eine Gruppe kleiner Tiere mit langen Körpern und kurzen Beinen, die für ihre schnellen Reflexe und ihre Gruppenkoordination bekannt sind. In der Savanne leben viele Mangustenarten in Gruppen, in denen jedes Individuum eine klare Aufgabe hat: Futtersuche, Wachdienst und Schutz der Jungen. Nicht weit entfernt frisst ein Warzenschwein, ein Phacochyrus africanus. Es wirkt rau und einzelgängerisch, aber Warzenschweine sind selten wirklich allein. Auf seinem Rücken und um seine Beine herum tauchen Mangusten auf. Dies ist eine symbiotische Beziehung. Mangusten klettern auf dem Körper des Warzenschweins und suchen nach Zecken, Flöhen und Parasiten, die sich an der Haut festgesetzt haben. Nährstoffreiche Nahrung. Im Gegenzug wird das Warzenschwein gereinigt, was Irritation und das Risiko von Krankheiten verringert. Diese Zusammenarbeit ist das Ergebnis keiner bewussten Absicht, sondern einer evolutionären Anpassung, bei der zwei verschiedene Arten davon profitieren, sich nahe beieinander zu halten.
Auf einer offenen Fläche tauchen kleine Gestalten auf, die auf ihren Hinterbeinen stehen und ihren Blick auf den Horizont richten. Es sind Erdmännchen. Erdmännchen sind kleine Säugetiere aus der Familie der Mangusten. Die in halbwüsten Regionen und trockenen Savannen leben. Sie sind bekannt für ihr eng verbundenes Sozialleben. Ein Erdmännchen-Clan kann Dutzende von Individuen umfassen, die Höhlen teilen, gemeinsam für die Jungen sorgen und gemeinsam wach halten. Während der Großteil der Gruppe nach Insekten, Larven und Pflanzenwurzeln gräbt, steht immer ein Individuum wach. Aber Erdmännchen sind nicht immer allein in dieser Wächterrolle. Auf nahegelegenen Ästen beobachtet eine schlanke, dunkle Gestalt alles, ein Drongo-Vogel, oft auch als Gabelschwanz-Drongo bezeichnet. Der Drongo ist klein und wendig, hat einen charakteristischen gegabelten Schwanz und ist einer der intelligentesten Vögel der Savanne. Drongos besitzen die erstaunliche Fähigkeit, Geräusche nachzuahmen, darunter auch die Alarmrufe von Erdmännchen. Zwischen den beiden Arten entsteht eine einzigartige Beziehung. Aber diese Beziehung ist nicht immer ehrlich. Manchmal, wenn kein Raubtier in der Nähe ist, gibt der Drongo dennoch einen falschen Alarmruf von sich. Das ist Verhaltensparasitismus, eine subtile Strategie, die auf dem Vertrauen einer anderen Spezies basiert. Doch Erdmännchen sind nicht völlig naiv. Mit der Zeit lernen sie, die Zuverlässigkeit einzelner Drongos zu unterscheiden. Diejenigen, die zu oft lügen, werden ignoriert, sodass Drongos vor jedem Ruf sorgfältig überlegen müssen. In der afrikanischen Savanne geht es um mehr als nur Jagen und gejagt werden. Es gibt auch Intelligenzspiele, bei denen das Überleben von der Fähigkeit zur Zusammenarbeit und der Fähigkeit zu täuschen abhängt. Die Savanne ist das Land nicht der Stärksten, sondern derjenigen, die sich am besten anpassen. Dort trägt jedes Verhalten, ob Jagen, Widerstand leisten oder Zusammenarbeiten, dazu bei, dass das Ökosystem in Harmonie funktioniert. Aber dieser Lebensrhythmus wird immer fragiler. Die Ausbreitung des Menschen, das Klimawandel, Wilderei und der Verlust von Lebensräumen stören die empfindlichen Beziehungen, die sich über Millionen von Jahren der Evolution gebildet haben. Wenn eine Art verschwindet, geht nicht nur ein einzelner Organismus verloren, sondern ein ganzes Glied im Ökosystem wird zerstört. Die Lehre aus der afrikanischen Savanne ist klar. Beim Schutz der Natur geht es nicht um eine Art zu retten, sondern das Gleichgewicht zwischen allen Arten zu bewahren. Der Mensch steht nicht außerhalb dieses Ökosystems. Wir sind Teil davon. Jede Handlung, egal wie klein sie auch sein mag, kann dazu beitragen, den gemeinsamen Lebensrhythmus auf Erden aufrechtzuerhalten oder zu stören.
solange die Savanne noch vom Atem des Lebens erfüllt ist, haben wir noch die Wahl: zu koexistieren, zu respektieren und zu schützen, damit dieser wilde Herzschlag niemals verstummt.